Hallo liebe werdende Mama, ich bin Marie und in diesem Video erzähle ich dir mehr über die 3 essentiellen Grundpfeiler des Hypnobirthing, die einen Hypnobirthing-Kurs zu etwas ganz Besonderem machen. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Ein Hypnobirthing-Kurs soll den werdenden Eltern eine gute und sichere Basis geben, angstfrei, informiert und entspannt in die Geburt gehen zu können. Im Mittelpunkt des Kurses stehen die Auflösung der Angst vor einer schmerzhaften Geburt und das Erlernen verschiedener tiefen Entspannungs- und Atemtechniken. Im folgenden Video möchte ich dir daher die 3 Säulen verdeutlichen und in der Tiefe erklären. Los geht's! Nummer 1. Die Angstauflösung. Bewusste und auch unterbewusste Ängste vor einer schmerzhaften Geburt sitzen tief in unserem Unterbewusstsein. In unserer Gesellschaft wird eine schmerzhafte Geburt als normal angesehen und von Generation zu Generation weitergetragen. Diese Erwartungshaltung, dass Geburt schmerzhaft ist, begünstigt es, dass wir während der Geburt tatsächlich starke Schmerzen haben. Wieso ist das so? Durch die Angst vor diesem Schmerz und diese negative Erwartungshaltung verkrampft die Muskulatur. Der Muttermund kann sich nur langsam oder gar nicht weiter öffnen. Er wird durch die angespannte Muskulatur blockiert. Der Kopf des Babys drückt nun aber bei jeder Welle nach unten und übt starken Druck auf den Muttermund und die Beckenbodenmuskulatur aus. Passiert das über Stunden, ohne dass der Muttermund sich öffnet, führt das zu Schmerzen. Diese Schmerzen führen dann zu weiteren Verspannungen. Eine Spirale, aus der es für die werdende Mama sehr schwer ist, herauszukommen. Die Geburt kommt höchstwahrscheinlich ins Stocken. Interventionen durch Hebamme oder Arzt werden nötig. Die Gefahr, nun in eine Interventionsspirale zu rutschen, steigt stark an. Wie kann man dieses Risiko verringern oder diese Situation komplett vermeiden? Das funktioniert am besten vor der Geburt, bereits in der Schwangerschaft. Durch gezielte Angstauflösung in Hypnose. Hierbei kann jede Mama ihre persönlichen Ängste vor der Geburt bearbeiten und loslassen. Kopf und Körper sind somit bei der Geburt frei von lähmender Angst. Die werdende Mama kann zuversichtlich, positiv und mit Vorfreude in die Geburt gehen. Nummer 2. Tiefenentspannungstechniken oder Hypnose. Wie der Name Hypnobirthing bereits verrät, ist die Hypnose ein wichtiger Teil des Kurses. Leider ist der Begriff Hypnose sehr ungünstig gewählt, da wir hier im deutschsprachigen Raum etwas anderes mit Hypnose assoziieren, als es anders auf der Welt der Fall ist. Es handelt sich hierbei nicht um willenlos machende Hypnotisierung oder irgendetwas esoterisch angehauchtes mit Räucherstäbchen und Duftkerzen. Im Deutschen wäre es daher sinngebender, das Wort Hypnose durch die Begriffe Trance oder Tiefenentspannung zu ersetzen. Lass mich dir erklären, wie Hypnose und dein Unterbewusstsein funktionieren und warum es eben nicht funktioniert, einen Menschen mit Hypnose willenlos zu machen. Denn das ist ja leider oftmals die größte Angst und auch Hemmschwelle, einen Kurs zu besuchen. Was ist Hypnose im Hypnobirthing und kann es mir irgendwie schaden? Muss ich Angst davor haben? Die Angst davor, manipuliert zu werden, ist aber tatsächlich komplett unbegründet. Unser Gehirn hat einen gut funktionierenden Schutzmechanismus und der funktioniert folgendermaßen. Generell gibt es das Bewusstsein, das Unterbewusste und das Unbewusste. Wenn wir nun in einem Hypnose- oder tranceartigen Zustand sind, schaltet unser Bewusstsein ab und unser Unterbewusstes übernimmt quasi. Es ist aufnahmefähig für das, was zum Beispiel in einer geführten Hypnose erzählt wird. Sinn und Zweck einer Hypnose ist es immer, etwas Neues im Unterbewusstsein zu verankern und gegebenenfalls etwas anderes zu löschen oder mit etwas Positivem zu ersetzen. Im Hypnobirthing ist das etwas Positives im Hinblick auf die Geburt. Ein Bild, ein Gefühl, vielleicht eine Geburtsszene. Was passiert nun aber, wenn während der Hypnose versucht wird, etwas gegen deinen Willen in deinem Unterbewusstsein zu verankern? Hierfür hat dein Gehirn einen Schutzmechanismus, die sogenannte kritische Barriere, die sich zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein befindet und immer aktiv ist. Egal in welchem Bewusstseinszustand wir uns befinden. Es wird nun beispielsweise vorgeschlagen, ab jetzt gehst du jeden Morgen vor der Arbeit 20 Minuten joggen und trinkst mindestens 1 Liter grünen Tee am Tag. Dann beurteilt unsere kritische Barriere, ob dieser Vorschlag, diese Manipulation unseres Unterbewusstseins logisch ist.
Kommt es zu dem Schluss, Joggen möchte ich nicht und Grüntee mag ich nicht, dann wird diese Routine nicht im Unterbewusstsein verankert. In Bezug auf den Hypnobirthing-Kurs werden zur Geburt spezifische Suggestionen im Unterbewusstsein verankert. Somit könnte eine solche Suggestion im Hypnobirthing-Kurs folgendermaßen wörtlich lauten: Wenn du die Melodie, die du gerade im Hintergrund hören kannst, während der Geburt hörst, sinkst du sofort in den entspannten Zustand, in dem du dich gerade befindest. Sieh dich nun während der Geburt. Du bist entspannt, positiv gestimmt, bewegst dich intuitiv und atmest konzentriert mit jeder Welle mit. Alles um dich herum kannst du durch diese tiefe Entspannung ausblenden. Das ist etwas, was den Erwartungen und Wünschen der Hypnobirthing-Kursmamas entspricht. Daher wird es vom Unterbewusstsein als logisch eingestuft und verankert. Die Tiefenentspannung oder auch Trance hat im Hypnobirthing nun die Aufgabe, die Mama während der Geburt zu entspannen. Außerdem sollen Ängste im Vorfeld abgebaut werden, um somit die besten Voraussetzungen für eine entspannte und angstfreie Geburt zu schaffen. Hierfür gibt es eine spezielle Angstauflösung, durch die eure Hypnobirthing-Kursleiterin euch führt. In dieser Angstauflösung werden konkrete Ängste bewusst gemacht und anschließend aufgelöst. Und dann gibt es natürlich noch die Atem- und Entspannungsübungen, die ebenfalls dazu beitragen, dass die werdende Mama unter der Geburt entspannt ist und sich selbstständig wieder in diesen Entspannungszustand versetzen kann. Videos zu den verschiedenen mentalen Hypnobirthing-Übungen, der Angstauflösung und der Regenbogenentspannung findest du hier. Kommen wir zum dritten und letzten Grundpfeiler im Hypnobirthing. Nummer 3. Die Atemtechniken. Im Mittelpunkt des Kurses stehen 3 verschiedene Atemtechniken, die gemeinsam mit der Kursleiterin im Hypnobirthing-Kurs erlernt und anschließend von der werdenden Mama weitergeübt werden, bis zur Geburt. Es handelt sich hierbei um die Ruheatmung zur Entspannung und die Einstimmung auf die Trancen, die Wellenatmung für die Geburtsarbeit und die J-Atmung für die Geburtsphase. Zur Wellenatmung und zur J-Atmung habe ich bereits Videos veröffentlicht. Diese findest du hier. Gehen wir die 3 Atmungen einmal durch. Die Ruheatmung. Wie der Name schon verrät, dient diese Atmung dazu, zur Ruhe zu kommen. Nicht nur unter der Geburt, sondern natürlich auch beim Üben in der Schwangerschaft, aber auch ganz allgemein im Alltag, wenn man merkt, dass man gestresst ist und gerne ein wenig runterfahren möchte. Diese Atemtechnik wird auch Schlafatmung genannt. Hierbei handelt es sich nämlich eigentlich um eine Atemtechnik, die man nicht üben muss. Man muss sie sich nur bewusst machen. Es handelt sich hierbei nämlich um den ganz natürlichen Atemrhythmus, in den wir uns begeben, wenn wir ins Bett gehen und auf das Einschlafen einstellen. Der Atem wird ruhiger, tiefer und langsamer. Meist pendelt sich der Atemrhythmus so ein, dass die Ausatmung ungefähr doppelt so lang ist wie die Einatmung. Aber hier handelt es sich wie bei allem nur um einen Richtwert. Noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn du dich ganz bewusst in diesem Atemrhythmus der Schlafatmung begibst, kannst du dich selber bis zu einem gewissen Grad manipulieren. Bringst du deinem Körper bewusst in diesen Atemrhythmus, wenn du in einer hektischen Situation bist, suggerierst du deinem Körper, dass alles in Ordnung ist. Dein Puls beruhigt sich und du gehst wieder in einen entspannten Zustand hinein. Versuch es mal, wenn du demnächst in einer stressigen Situation bist. Es funktioniert. Atmung Nummer 2 ist die Wellenatmung. Während der Geburt wird diese Atmung bei jeder Welle benutzt, sobald die Geburt losgeht. Auch hierzu habe ich bereits ein Video veröffentlicht. Ich habe es dir hier verlinkt. Die Wellenatmung hilft dir während der Geburt nun dabei, die Gebärmutter bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Durch diese spezielle Atemtechnik bleibt die Muskulatur entspannt und locker. Vor allem im Beckenbereich bleiben die Muskeln locker. Dadurch kann der Muttermund sich zügiger öffnen und der Gebärmutterhals verkürzt sich. Kommen wir zur letzten Atmung, der Geburtsatmung. Diese Atemtechnik hilft dir in der letzten Phase der Geburt, die Gebärmutter bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Also ungefähr ab dem Zeitpunkt, wo dein Muttermund komplett geöffnet ist und dein Baby durch den Geburtskanal wandert. Der Atemrhythmus wird hier von der Gebärmutter vorgegeben. Die Gebärmutter zieht sich rhythmisch zusammen und entspannt sich wieder. Durch das Mitatmen in diesem Rhythmus kann auch hier die Muskulatur im und ums Becken zum einen schön locker bleiben, zum anderen unterstützt es den Abstieg des Babys durchs Becken. Die Geburt wird dadurch positiv beeinflusst. Zusammenfassend kann man also sagen, dass diese 3 Grundpfeiler eine stabile Basis für die Geburt bilden. Natürlich kommen noch andere Faktoren hinzu, die sich ebenfalls positiv auf die Geburt auswirken.
der Geburtsbegleiter, der die Mama unterstützt und an ihrer Seite ist, die Atmosphäre im Geburtszimmer, die begleitende Hebamme und vieles mehr. Die 3 Punkte aber, die ich für dich zusammengefasst habe, sind der Anteil der Geburt, den du beeinflussen kannst. Hier kommt es sozusagen nicht auf das Schicksal an. Hier kommt es auf dich an. Wenn du mit deinem Partner einen Hypnobirthing-Kurs besucht hast, kennst du die oben genannten Übungen. Die Atmungen, die Tiefenentspannungen und die Ängste, die du bearbeitet und aufgelöst hast. Hier kannst du also aktiv die Geburt vorbereiten. Du kannst ein Gefühl der Sicherheit verschaffen. So wird es dir möglich sein, mit dem Gedanken in die Geburt zu gehen, dass du die größten Faktoren für eine positive Geburt sowohl körperlich als auch mental vorbereitet hast. Du weißt, du wirst eine entspannte und angstfreie Geburt haben. Jetzt bist du bestens über die Hypnobirthing-Grundpfeiler und ihren Nutzen für deine positive und angstfreie Geburt informiert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du das Video likest. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich 2 weitere Videos für dich, die auch interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.